Für dieses Projekt benötigen wir 2 Metallringe, einen mit dem Durchmesser von 10 cm und von 30 cm. Dann benötigen wir Baumwollseil mit einer Stärke von 4 mm. Davon brauchen wir insgesamt 36 Meter. Und zwar schneiden wir uns erstmal insgesamt 24 Schnüre zurecht, die jeweils 1,5 Meter lang sind. Dann greifen wir das Seil in der Mitte und befestigen uns das Seil an den kleinen Ring, indem wir hier die Schnur hinter den Ring führen und eine Schlaufe bilden und die 2 Schnüre durch die Schlaufe ziehen. Und das machen wir mit den restlichen 23 Seilen genauso. Wenn das gemacht ist, nehmen wir uns immer 2 dieser Doppelschnüre und machen einen Kreuzknoten, indem wir die linke äußere Schnur über die 2 mittleren Schnüre legen und unter die rechte und die rechte Schnur unter die 2 mittleren und durch diese Schlaufe nach oben und ziehen das fest. Das ist der erste Teil des Knotens. Dann machen wir das spiegelverkehrt genauso, das heißt, wir legen die rechte Schnur über die 2 mittleren und unter die linke und die linke Schnur unter die 2 mittleren und von unten nach oben durch diese Öffnung und ziehen das zu. Und das machen wir mit den restlichen genauso. Als nächstes machen wir das Ganze versetzt nochmal. Das heißt, wir nehmen uns von diesen beiden Doppelschnüren die jeweils linke und rechte und machen dann nochmal einen Kreuzknoten, den wir ganz dicht an die anderen setzen. Und so geht das die Runde weiter. Dann arbeiten wir jetzt nicht mehr versetzt, sondern setzen unter den eben gemachten Knoten noch einen Kreuzknoten. Als nächstes werden wir wieder versetzt einen Knoten machen, nehmen uns also diese beiden Doppelschnüre und werden jetzt so einen kleinen Abstand lassen und nur die erste Hälfte des Kreuzknotens machen. So. Und jetzt werden wir immer nur die erste Hälfte des Kreuzknotens machen, sodass sich das dann spiralförmig dreht. So, ich habe jetzt 8 dieser Knoten gemacht, sodass wir an den anderen Ring rankommen. Und das werde ich jetzt mit den übrigen genauso machen. Wenn das jetzt soweit gemacht ist, werden wir jede einzelne Schnur am äußeren Ring befestigen. Bevor wir das machen, werden wir das Ganze aber umdrehen, weil der Knoten, den wir machen, von hinten schöner aussieht. Wir nehmen uns also eine Schnur und führen die unter den Ring nach vorne und dann nochmal nach rechts mit einer Schlaufe hinter den Ring und durch die Schlaufe von hinten nach vorne und ziehen das zu.
So, und das machen wir mit den übrigen Schnüren auch. Das heißt, erst nach links, von hinten nach vorne und dann nach rechts mit einer Schlaufe, von hinten nach vorne durch die Schlaufe durch und festziehen. So, als nächstes werden wir diese 6 Lücken schließen, indem wir die äußere Schnur nehmen und die hinter den Ring legen und nach vorne durch diese Schlaufe nach hinten und zuziehen und das wiederholen, bis wir hier zur Mitte gelangen. So, ich habe das jetzt 4-mal gemacht und das gleiche mache ich jetzt mit dem. So, wenn das dann geschlossen ist, machen wir hier noch so einen ganz normalen Knoten und wiederholen das mit den restlichen Lücken. Dann schneiden wir uns insgesamt 12 Schnüre ab mit jeweils 80 cm Länge, greifen die Schnur wieder in der Mitte und befestigen sie hier in diesem Zwischenraum. Und zwar werden wir wieder hier die Schlaufe unter den Ring führen und die beiden Enden da durchführen. Und dann führen wir das eine Ende nochmal hinter den Ring und von oben nach unten durch diese Schlaufe. Und das gleiche auf der linken Seite. So, und das gleiche machen wir hier nochmal und pro Zwischenraum machen wir das immer 2-mal. Als nächstes machen wir dann hier, wo wir diesen Knoten gemacht haben, in der Mitte noch einen Knoten und können das Ganze dann abschneiden. Und hier können wir jeweils 2 Knoten machen. Man kann dann noch die Schnurenden so ein bisschen auffriemeln und dann noch ein bisschen kürzen. So, wenn das gemacht ist, müssen wir nur noch die Schnurenden gleichmäßig kürzen. So, zum Schluss kann man das Ganze noch flechten, wenn man möchte. So, eine Schnur wird hier übrig bleiben, die können wir dann einfach abschneiden und dann auch so auffriemeln. Genauso wie wir hier diese Enden kürzen und auch auffriemeln werden. Wenn das dann gemacht ist, sind wir auch schon fertig. Wenn einem das mit den Zöpfen nicht so gut gefällt, kann man die auch wieder lösen. Und dann nimmt man sich immer 4 dieser Schnüre und macht einen normalen Kreuzknoten.
Den zieht man möglichst fest zu. Dann schneidet man die Enden ab und friemelt sie auf. So, und dann sind wir auch schon fertig.